In Teil 9 sehen wir uns Bewährungsvorlagen an. Diese Bewährungstemplates hat Sophistic mit der Version 2024 im Juli 2023 veröffentlicht und ich denke, Sie werden begeistert sein, weil man damit sehr schnell Standardbauteile bewähren und somit Fleißarbeit automatisch erledigen lassen kann. Ich habe hier wieder mein Beispielprojekt und wir gehen auf eine 3D-Bewährungsansicht. Auf dem Kartenreiter Sophistic Bewährung finden wir in der Version 2024 das Icon Bewährungsvorlagen. Daraufhin öffnet sich hier der Bewährungsvorlagen-Browser. Hier sehen wir, dass Sophistic schon eine Reihe an Vorlagen mit ausliefert. Sie können diese Vorlagen anpassen und sich somit neue Vorlagen nach eigenen Wünschen erstellen. Ja, klickt man so eine Vorlage an, so erhält man hier unten eine Vorschau und über den Knopf Preview wird die Vorschau noch größer, drehbar und auch zoombar. Ja, an dieser Stelle kommt unweigerlich die Frage auf, wo die mitgelieferten und wo die eigenen Vorlagen abgespeichert sind. Und damit Sie nicht lange suchen müssen, habe ich hier für Sie den Pfad für die mitgelieferten Vorlagen in der Standardinstallation rausgesucht. Das ist der Pfad und hier liegen die mitgelieferten Vorlagen. Eine solche Vorlage können Sie normal mit Revit öffnen, anpassen und unter einem anderen Namen in einem anderen Ordner abspeichern. Ja, wo sich Ihr eigener Vorlagenordner befindet, das teilen Sie dem System hier unter den Einstellungen an dieser Stelle mit. Da habe ich also hier beispielsweise meine eigenen Vorlagen liegen. Im Bewährungsvorlagen-Browser tauchen die eigenen Vorlagen dann hier unten auf. Habe ich jetzt im Moment nur die Vorlage Anschlusseisen selber gemacht. HK, das bin ich, Herbert Keller. Also zum Beispiel kommt es regelmäßig vor, dass solche Öffnungen eingefasst werden müssen und schauen wir mal, dazu gibt es hier eine Vorlage, die heißt Floor Edges EU Inner Edge First Layer. Hier unten sehen wir, dass die Vorlage auf eine Fläche angewendet werden soll und die gesuchte Fläche ist in Blau hervorgehoben. Also machen wir das. Wir sagen OK, wählen die Fläche an und schon ist die Bewährung erzeugt. Wir können jetzt direkt weitere Flächen anklicken oder drücken die Escape-Taste, um die Funktion zu beenden. Und über die Sophistic RC-Funktion unverdeckt sehen wir die Bewährungseisen noch ein bisschen besser. Jetzt haben Sie alle Freiheiten. Sie können also beispielsweise die Verlegebreite ändern, hier über die Pfeile. Oder natürlich auch wieder Millimeter genau über die Funktion Abhängigkeiten bearbeiten, wie wir das schon in anderen Videos gemacht haben. Ich mache das jetzt einfach mal hier, indem ich an den Pfeilen ziehe und so passen Sie das Ihren Wünschen an. Natürlich auch hier die Möglichkeit, andere Durchmesser zu wählen, beispielsweise so oder andere Abstände. Natürlich einstellbar. Alles wie mit ganz normal erstellter Bewährung. Auch hier die Möglichkeit, die Form
der Bewährung zu ändern, in dem Fall über Skizze bearbeiten, mache ich hier den oberen Schenkel etwas länger und schon habe ich die ganze Verlegung angepasst. Eine andere typische Fleißarbeit, das sind die Randeinfassungen. Ich hatte ja sogar ein ganzes Video dazu gemacht und jetzt sehen wir, wie schnell das mit der neuen Funktion der Bewährungsvorlagen geht. Wir finden hier Outer Edge First Layer an Fläche. Ich sage OK, wähle die Fläche aus und drücke Escape und unverdeckt und Sie sehen, schon ist dieser Rand hier eingefasst. Genauso gibt es Outer Edge Second Layer, da sind die Bügel weniger hoch als bei First Layer, können wir ja auch machen. An Fläche, OK. Diese Fläche, OK. Escape, unverdeckt. Und wenn wir jetzt mal von der Seite hier drauf schauen, sehen wir, wie das wunderbar passt. Also hier die eine Einfassung und wir schauen die andere Einfassung an. Ja, das ist natürlich ein immenser Geschwindigkeitsgewinn, den wir hier mit den Sophistic-Bewährungsvorlagen jetzt erzielt haben. Schauen wir uns weitere Vorlagen, mitgelieferte Vorlagen an. Zum Beispiel hier haben wir Columns, also Stützen, rechteckig, rund und quadratisch gibt es. Ich nehme mal die rechteckige und wende sie an. Diesmal hier unten steht an Bauteil, also jetzt müssen wir keine Fläche auswählen, sondern natürlich an die Stütze. Ich sage OK, wähle die Stütze aus und schon ist die Stütze komplett bewährt. Und der Witz an der Sache ist, dass das Ganze natürlich aufgebaut ist über die Abhängigkeiten. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Stützenabmessungen hier ändere, im Moment ist es 30 auf 40 und ich ändere beispielsweise die Stützenabmessung auf 30 auf 60, ja, Sie sehen es, dann ändert sich auch die Bewährung dadurch, dass die Abstände sich auf die Betondeckung beziehen. Ich mache es wieder rückgängig, dann sieht es so aus. Ich hatte gesagt, ich hatte eine eigene Vorlage mal ausprobiert. Ich habe sie Anschlusseisen genannt, um hier unten Anschlusseisen einzubringen. Es gibt hier also jetzt für mich die Möglichkeit zu sagen, Anschlusseisen an Bauteil, okay, an diese Stütze. Und auch da sind wir schon fertig. So, dann fehlt natürlich noch das Fundament selber. Dann nehme ich hier das mitgelieferte Footing. Cup nennt es sich, an Bauteil. Ich sage okay, wähle das Fundament aus und ja, fertig. Auch hier selbstverständlich Fundament anklicken, ändern im Moment 1,80 auf 70, ändere ich auf 1,50 und andere Höhe und Sie sehen, es ändert sich alles mit. Das ist ein immenser Vorteil, den Sie durch diese Funktion jetzt bekommen. Ich hoffe, Sie haben Lust auf mehr und probieren es gleich aus, falls Sie bereits Kunde bei der Sophistic mit der Applikation RC sind oder Sie möchten die Software vielleicht testen und kennenlernen, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.